Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Hexenmedizin. Die Wiederentdeckung einer verbotenen Heilkunst. Schamanische Tradition in Europa. Von Christian Rätsch ist ein faszinierendes Buch, das tief in die europäische Geschichte und Kultur eintaucht, um die Ursprünge, Praktiken und das Wissen der Hexen und Schamanen aufzudecken. Das Buch beschäftigt sich mit der spirituellen und medizinischen Tradition, die jahrhundertelang von der offiziellen Wissenschaft und Religion unterdrückt wurde. Christian Rätsch, ein bekannter Ethnobotaniker und Anthropologe, nimmt die Leser mit auf eine Reise zu den vergessenen Heilmethoden, Pflanzentraditionen und Ritualen, die einst in den ländlichen und urbanen Regionen Europas verbreitet waren. Er analysiert nicht nur die eigenen Quellen aus alten Überlieferungen, sondern stellt auch Bezüge zur Gegenwart her, indem er zeigt, wie viel relevantes und erstaunlich effektives Wissen in der Hexenmedizin steckt. Mit einer Mischung aus wissenschaftlicher Präzision und lebendiger Erzählkunst öffnet Rätsch eine Tür zu einer Welt, die stark von Mythen und Vorurteilen geprägt ist, aber deren Wahrheit und Weisheit auf neue Weise entdeckt werden kann. Für alle, die sich für Naturheilkunde, Spiritualität, europäische Kulturgeschichte oder alternative Heilmethoden interessieren, bietet dieses Werk fundierte Informationen und spannende neue Perspektiven auf uralte Traditionen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Ursprünge der Hexenmedizin in Europa. Christian Rätsch beginnt sein Buch mit einer umfassenden Erforschung der historischen Wurzeln der Hexenmedizin. Er erläutert, dass viele der als Hexen verfolgten Frauen und Männer eigentlich Hüterinnen und Hüter traditionellen Heilwissens waren. Ihre Kenntnisse über Heilpflanzen, Rituale und Naturphänomene wurden im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als gefährlich eingestuft, weil sie sich vom kirchlichen Dogma unterschieden. Rätsch zeichnet die Entwicklung von volkstümlicher Heilkunde und schamanischen Praktiken nach und beschreibt, wie verschiedene kulturelle und gesellschaftliche Faktoren zur Ausbreitung, aber auch zur Verfolgung dieser Heilkunst beitrugen. Indem er Bezüge zu alten Überlieferungen, archäologischen Funden und schriftlichen Quellen herstellt, zeigt Rätsch auf, dass die Hexenmedizin tief mit den spirituellen Bedürfnissen der Menschen verbunden war und eine wichtige Rolle im sozialen Leben spielte. Zweitens. Heilpflanzen und ihre Anwendung in der Hexenmedizin. Ein zentrales Thema des Buches ist die Bedeutung von Pflanzen und Kräutern in der Hexenmedizin. Rätsch beschreibt detailliert, wie Hexen und Schamanen eine Vielzahl von natürlichen Substanzen nutzten, um Krankheiten zu lindern, Bewusstseinszustände zu verändern oder Rituale zu unterstützen. Die genaue Kenntnis von Pflanzenwirkung, Dosierung und Zubereitung wurde meist mündlich weitergegeben und war Teil eines umfassenden Weltbildes, in dem Natur, Mensch und Geist miteinander verbunden waren. Das Buch enthält viele Beispiele und Beschreibungen konkreter Pflanzen wie Aalraune, Bilsenkraut, Tollkirsche oder Fliegenpilz. Rätsch geht darauf ein, wie und warum bestimmte Kräuter sowohl verehrt als auch gefürchtet wurden. Zudem macht er deutlich, dass das Wissen oft gezielt diffamiert und kriminalisiert wurde, weshalb viele dieser Traditionen heute nur noch fragmentarisch erhalten sind. Drittens. Schamanische Rituale und spirituelle Praktiken. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den schamanisch inspirierten Ritualen, die Rätsch als integralen Bestandteil der Hexenmedizin interpretiert. Er beschreibt, wie Rituale zur Heilung, zur Kommunikation mit Geistern oder zur Initiation abliefen und betont deren Bedeutung für das individuelle und kollektive Wohlbefinden. Schamanische Trancereisen, das Arbeiten mit Krafttieren, das Sammeln und Zubereiten von Heilpflanzen unter bestimmten kosmischen Konstellationen sowie Gemeinschaftsrituale sind nur einige der Praktiken, die in der europäischen Tradition verwurzelt sind. Rätsch zeigt, dass viele dieser Aspekte noch heute in verschiedenen Volksbräuchen, Festen und alternativen Heilsystemen weiterleben. Die spirituelle Dimension der Hexenmedizin war laut Rätsch nie von der physischen Heilung zu trennen, sondern bildete ein ganzheitliches System. Viertens. Die Verfolgung der Hexen und das Verschwinden heilkundlicher Traditionen.
Ein trauriger, aber wichtiger Themenkomplex ist die systematische Verfolgung und Vernichtung der Hexenmedizin durch Kirche und Staat. Rätsch analysiert die Hexenprozesse, die Beweggründe für die Ausrottung des heilkundlichen Wissens und die Auswirkungen auf die europäische Gesellschaft. Viele Heilerinnen und Heiler wurden als Ketzer, Teufelsanbeter oder Volksverführer gebrandmarkt, gefoltert und verbrannt. Dies hatte nicht nur persönliche Tragödien zur Folge, sondern bedeutete auch einen tiefen Einschnitt in das kulturelle Gedächtnis Europas. Rätsch erklärt, warum viele der alten Heilmethoden so diffamiert wurden und wie sie langsam in Vergessenheit gerieten oder nur noch heimlich weitergegeben werden konnten. Der Autor mahnt einen bewussteren Umgang mit diesem Erbe an, um altes Wissen zu bewahren und kritisch zu reflektieren. Schließlich Wiederentdeckung und Bedeutung der Hexenmedizin in der Gegenwart. Rätsch widmet einen bedeutenden Teil des Buches der Frage, was die Hexenmedizin für die heutige Zeit bedeutet. Immer mehr Menschen suchen nach natürlichen, ganzheitlichen Wegen zur Heilung und Selbstverwirklichung. Der Autor stellt moderne Ansätze vor, wie das vergessen geglaubte Wissen in Therapie, Naturheilkunde und spiritueller Praxis integriert werden kann. Er diskutiert Chancen und Risiken bei der Neuinterpretation alter Bräuche, geht auf aktuelle Forschung ein und ermutigt dazu, den eigenen Zugang zur Natur und zu spirituellen Dimensionen zu vertiefen. Die Hexenmedizin steht exemplarisch für einen bewussten, achtsamen, aber auch kritischen Umgang mit Tradition und Innovation. Rätsch plädiert für ein Verständnis, das historische Praxen weder romantisiert noch verteufelt, sondern als Ressource für individuelle und gesellschaftliche Heilungsprozesse begreift. Zusammenfassend: Hexenmedizin von Christian Rätsch ist ein Buch, das für eine breite Leserschaft von unschätzbarem Wert sein kann. Besonders geeignet ist es für Menschen, die sich für Naturheilkunde, ethnobotanisches Wissen, europäische Geschichte und Spiritualität interessieren. Auch Fachleute aus der alternativen Medizin, Kulturwissenschaftler und Menschen mit einer kritischen Haltung zur Schulmedizin finden hier reichhaltige Inspiration. Rätsch bietet tiefgehende, faktenreiche Einsichten und öffnet den Blick auf einen wichtigen, oft verdrängten Teil der europäischen Kultur. Wer sich fragt, wie altes Wissen heute sinnvoll genutzt werden kann, findet plausible und kreative Antworten. Dieses Buch hebt sich von anderen Werken dadurch ab, dass es Wissenschaftlichkeit und spirituelle Tiefe vereint und sowohl fundierte Analysen als auch praktische Impulse liefert. Es vermittelt einen respektvollen Umgang mit Vergangenheit und Tradition, ohne in Esoterik oder Idealisierungen zu verfallen. Für Leserinnen und Leser, die sich selbst, ihre Geschichte und ihre Beziehung zur Natur reflektieren möchten, ist Hexenmedizin eine lohnende Anschaffung. Es lädt dazu ein, das eigene Verständnis von Heilung und Spiritualität zu erweitern und gibt wertvolle Impulse für ein selbstbestimmtes, bewusstes Leben. Wenn Sie unterstützen möchten: Christian Rätsch, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.